Hallo, wie geht es dir heute? Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Mein Name ist Lara und ich möchte dir heute etwas aus meinem Leben erzählen. Ich spreche langsam und deutlich, damit du jedes Wort verstehen kannst. Setz dich bequem hin. Nimm dir vielleicht einen Tee und hör mir zu. Das ist meine Geschichte. Ich bin 27 Jahre alt. Ich wohne in einer sehr schönen Stadt in Deutschland. Die Stadt heißt Heidelberg. Hast du schon von Heidelberg gehört? Es gibt dort ein altes Schloss und einen Fluss, den Neckar. Ich liebe es, am Fluss spazieren zu gehen. Ich arbeite als Krankenschwester. Ja, das ist ein anstrengender Beruf, aber ich liebe ihn. Ich arbeite in einem großen Krankenhaus. Meine Kollegen sind sehr nett. Wir helfen kranken Menschen und das gibt mir ein gutes Gefühl. Wenn ein Patient lächelt und Danke sagt, dann bin ich glücklich. Ich bin Single, aber ich habe eine beste Freundin. Sie heißt Julia. Wir kennen uns schon seit der Schule. Und ich habe einen Mitbewohner. Naja, er ist kein Mensch. Er ist ein Kater. Er heißt Leo. Leo ist orange und sehr dick. Er schläft den ganzen Tag auf meinem Sofa. Miau. Er ist mein bester Freund zu Hause. Lass uns eine kleine Zeitreise machen. Gehen wir zurück in meine Kindheit. Ich bin in einem kleinen Dorf im Schwarzwald aufgewachsen. Weißt du, wo der Schwarzwald ist? Dort gibt es sehr viele Tannenbäume und es ist oft neblig. Mein Elternhaus war alt, aber gemütlich. Wir hatten einen großen Garten mit einem Apfelbaum. Ich habe diesen Baum geliebt. Ich bin oft auf den Baum geklettert. Meine Mutter hat immer gerufen: Lara, komm da runter, das ist gefährlich. Aber ich hatte keine Angst. Ich wollte die Welt von oben sehen. Ich erinnere mich an den Winter. Im Schwarzwald gibt es viel Schnee. Mein Bruder und ich sind Schlitten gefahren. Wir waren stundenlang draußen. Unsere Nasen waren rot und unsere Hände waren eiskalt. Aber wir haben gelacht. Danach sind wir ins Haus gegangen und meine Oma hat uns heiße Schokolade gemacht. Lecker. Ich kann den Geruch von Kakao fast heute noch riechen. Das war eine glückliche Zeit. Was mache ich, wenn ich nicht im Krankenhaus arbeite? Ich brauche Ruhe. Deshalb gehe ich oft wandern. Ich ziehe meine Wanderschuhe an, nehme meinen Rucksack und gehe in den Wald. Die Natur ist so leise. Man hört nur die Vögel und den Wind. Das ist perfekt für mich. Ich habe auch ein kreatives Hobby. Ich male gerne. Ich male Blumen, Bäume oder manchmal auch meinen Kater Leo. Aber Leo ist ein schlechtes Modell, weil er sich immer bewegt. Beim Malen kann ich alles vergessen. Ich benutze viele Farben. Blau, Grün, Gelb. Farben machen das Leben schöner. Findest du nicht auch? Und ich liebe Musik. Ich höre gerne Popmusik, aber manchmal auch klassische Musik, wenn ich koche. Ach ja, kochen. Ich probiere gerne neue Rezepte aus. Gestern habe ich eine Gemüsesuppe gemacht. Sie war ein bisschen zu scharf, aber mein Kater hat sie trotzdem probiert. Jetzt erzähle ich dir etwas, das letzten Sommer passiert ist. Ich war im Urlaub in den Alpen. Ich wollte auf einen Berg steigen. Das Wetter war morgens sehr schön. Die Sonne hat gelacht. Ich bin losgegangen. Der Weg war steil. Nach 2 Stunden war ich ganz allein im Wald. Plötzlich wurde der Himmel dunkel. Die Vögel haben aufgehört zu singen. Es war ganz still und dann Bumm! Ein lauter Donner. Es gab ein Gewitter. Ich hatte große Angst. Der Regen war so stark, ich konnte nichts mehr sehen. Mein Herz hat laut geklopft. Poch, poch, poch. Ich habe eine kleine Hütte aus Holz gefunden und bin hineingesprungen. Dort saß schon jemand. Ein alter Mann mit einem Hund. Er hat gesagt: Keine Sorge, Mädchen, das Gewitter geht schnell vorbei. Wir haben eine Stunde in der Hütte gewartet. Er hat mir Geschichten über die Berge erzählt. Als die Sonne wieder kam, war die Luft so sauber und frisch. Ich war so froh. Das war ein kleiner Schock, aber auch eine schöne Begegnung. Ich träume viel. Ich möchte einmal eine Weltreise machen. Ich möchte Japan sehen,
die Nordlichter in Norwegen und die Strände in Brasilien. Es gibt so viele wunderbare Orte auf dieser Erde. Ich möchte auch besser Klavier spielen lernen. Ich habe ein altes Klavier von meiner Oma, aber ich übe nicht genug. Mein Ziel ist es, ein Lied von Chopin zu spielen. Das ist schwer, aber ich werde es schaffen. Und irgendwann möchte ich ein kleines Café eröffnen. Ein Café mit vielen Büchern und gutem Kuchen. Die Leute sollen sich dort wie zu Hause fühlen. Das wäre mein Traum. Wie sieht mein Alltag aus? Mein Wecker klingelt um 5:30 Uhr. Oh nein, ich hasse das frühe Aufstehen. Ich brauche erst einmal 10 Minuten Ruhe. Dann trinke ich eine große Tasse Tee. Ich mag keinen Kaffee, Tee ist viel besser für mich. Ich fahre mit dem Bus ins Krankenhaus. Im Bus lese ich oft ein Buch. Bei der Arbeit renne ich viel. Ich spreche mit Patienten, gebe Medikamente und helfe den Ärzten. Es ist viel Verantwortung. Um 14 Uhr habe ich Feierabend. Wenn ich nach Hause komme, füttere ich zuerst Leo. Er wartet schon an der Tür. Danach mache ich Yoga oder gehe kurz spazieren. Abends telefoniere ich oft mit meiner Mutter. Wir reden über alles. Dann koche ich etwas Einfaches und gehe früh ins Bett, weil ich morgen wieder früh raus muss. So, nun weißt du viel über mich, über Lara. Ich bin ein ganz normaler Mensch mit Träumen, Ängsten und Hobbys. Deutsch lernen ist wie eine lange Wanderung. Manchmal ist der Weg steil und anstrengend, aber die Aussicht oben ist fantastisch. Du machst das sehr gut. Hör dir diese Geschichte öfter an. Dann wirst du die Wörter immer besser verstehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss und bis bald.